Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo ThinkPad. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein ThinkPad vibriert und komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Lüfter oder der Festplatte hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft aufgrund von Staubansammlungen oder mechanischen Problemen. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, könnte es zu schwerwiegenderen Schäden an deinem Gerät führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen Staubsauger oder Druckluftspray, um Staub zu entfernen. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Lege das ThinkPad auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden. Entferne nun die Schrauben auf der Unterseite des Laptops, achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Hebe vorsichtig die Abdeckung ab, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Jetzt kannst du den Lüfter oder die Festplatte lokalisieren, je nachdem, welches Teil das Geräusch verursacht. Wenn es der Lüfter ist, überprüfe, ob sich Staub angesammelt hat, und reinige ihn vorsichtig mit dem Druckluftspray. Sollte der Lüfter defekt sein, ziehe die Kabel ab und entferne ihn, um ihn durch einen neuen zu ersetzen. Achte darauf, die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment wieder festzuziehen, um Schäden zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn es die Festplatte ist, kannst du sie ebenfalls abziehen und überprüfen. Bei einer defekten Festplatte empfiehlt es sich, diese durch ein neues Modell zu ersetzen. Denke daran, alle Stecker und Kabel vorsichtig zu trennen, damit du keine benachbarten Komponenten beschädigst. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, achte darauf, die Abdeckung sicher zu verschließen und alle Schrauben festzuziehen. Schalte das Gerät ein und überprüfe, ob die Vibrationen und Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich dir, dein ThinkPad regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass es in einer staubfreien Umgebung betrieben wird. Außerdem solltest du Software-Updates regelmäßig durchführen, um die Leistung deines Geräts zu optimieren. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.